Da steht er, die Elektrovariante Range Rover Sport P400e HSE Dynamic. Ja, wir sind in Fulda, grüß dich. Hallo, grüß dich Sven. Ja, der ist toll und hat 0,5% Dienstwagenversteuerung. Darauf haben viele gewartet. Das ist richtig. Bei einem Plug-in-Hybridfahrzeug, was auf jeden Fall von außen geladen wird, hat der Gesetzgeber vorgegeben, dass das Fahrzeug mit einem halben oder mit 0,5% in die Versteuerung reingeht. Und das ist natürlich sehr interessant. Ja, die Leute, die sich auskennen, der Bruttolistenpreis 123.033 plus minus, das muss man dann erfragen bei dem Steuerberater, der das dann abrechnet. Und das Schöne ist, 0,5 bedeutet, also ich versteuere hier knapp 600 Euro im Monat statt 1.100 Euro. Das ist für viele, die so ein Fahrzeug auch gewerblich nutzen, natürlich ein Riesending. Ja, das macht sich natürlich schon bemerkbar, wenn das Fahrzeug gewerblich genutzt wird und man hat wirklich jetzt nur noch die Hälfte, was man versteuern muss. Dann wird es richtig interessant. Ja, wenn ich das Auto aber nicht elektrisch auflade, ist der Spritverbrauch natürlich höher. Ja, das Fahrzeug ist normal, also als Elektromotor, mit Elektromotor ausgestattet und als Benzinmotor haben wir hier einen Vierzylinder mit drin, der natürlich dann auch ein kleines bisschen mehr Kraftstoff verbraucht, das ist klar. Also man sollte schon die elektrische Reichweite in Verbindung mit dem Benzinmotor nutzen. Das Schöne ist, die Batterie ist nicht so groß. Das heißt, ich kann die ganz bequem auch mit dem 230-Volt-Kabel aufladen zu Hause über Nacht. Ich kriege den immer voll. Über Nacht kriegen wir das Fahrzeug auf jeden Fall über die normale Steckdose kriegen wir das vollgeladen, ja. Gut, das heißt, ich muss nichts groß nachrüsten. Viele Menschen fahren ja gar nicht mehr wie 60 Kilometer. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, naja, wenn ich ja nur 60 Kilometer fahre, warum brauche ich denn so ein großes Fahrzeug? Aber es gibt ja auch viele, die das gewerblich nutzen, die also ein geländegängiges Fahrzeug brauchen. Ja, einmal natürlich das geländegängige Fahrzeug und auf der anderen Seite natürlich auch den Platz für eine Familie oder auch, wenn ich auf längere Strecken unterwegs bin, zum Beispiel 2-3 Mal im Jahr in Urlaub fahre, dann ist das natürlich hier auch mit dem Platz oder mit dem Komfort eine ganz tolle Sache. Ja, die Autos laufen jahrzehntelang, also selbst ältere Fahrzeuge dieses Segments hier sind unglaublich gefragt im Gebrauchtwagenmarkt. Aber es ist durchaus auch ein Statussymbol, kann man das sagen? Ja, das kann man schon sagen. Wie der Name, also Range Rover, das ist schon ein bisschen der Luxusname bei uns bei Land Rover und der Range Rover Sport. Das ist schon so ein bisschen Statussymbol. Das ist so, aber trotzdem eine gute Wertanlage. Ich sag mal, wenn ich ja heute einen gut ausgestatteten T6 von Volkswagen nehme, ich mache den voll, da bin ich locker auch bei 90. Und der Spritverbrauch hier ist ja schon phänomenal. Ja, in Verbindung mit dem Elektromotor haben wir hier einen Kraftstoffverbrauch von 3,2 Liter auf 100 Kilometer und das ist schon fantastisch für das große Fahrzeug. Das ist so, ja. Wir werden uns gleich mal ein bisschen angucken. Der Range Rover Sport, die Leute, die hier reinkommen, jetzt ist ja die Qual der Wahl, ist ja groß bei euch. Das heißt, ihr habt viele verschiedene Modelle. Wenn ich jetzt hier auf die rechte Seite gucke, das ist jetzt ein Range Rover, kein Sport. Das ist jetzt der normale Range Rover, der ist aber jetzt auch als Plug-in-Hybrid bestellbar. Also alle Fahrzeuge bei Land Rover außer der Discovery 5 gibt es im Moment in der Elektro. So sieht er aus, der Range Rover D350 Autobiography und er verbraucht CO2-Effizienzklasse D mit einem Kraftstoffverbrauch von 8,5 Liter. Auch da werden wir jetzt ein eigenes Video zu machen, wie hier steht, 128.280 Euro. Aber wenn man sie so direkt nebeneinander sieht, das ist auch ganz interessant bei euch, man kann sie direkt nebeneinander sehen, sieht man auch mal die Größenunterschiede. Der ist ein kleines bisschen höher links, oder bilde ich mir das nur ein? Ja, der ist auf jeden Fall eine Nummer höher. Der Range Rover Sport jetzt auf der rechten Seite, der ist schon ein bisschen niedriger von der ganzen Dachlinie her und vom Fahrwerk. So, jetzt hat man ja ganz oft so im Ranking der meistgestohlenen Fahrzeuge der Welt, ist dieses Fahrzeug ganz weit oben. Das hat den Grund, es wird in allen Ländern unglaublich geschätzt. Es ist eine Wertanlage fast wie, ich nenne es mal so in einem mit Rolex, mit, einem ganz hochwertigen Schmuckstück, was ich denn hier anschaffe. Wie lange werden die denn gefahren von den Besitzern? Ja, die Fahrzeuge werden überwiegend natürlich als Dienstwagen genutzt und dann laufen sie 3 oder 4 Jahre im Leasing drin.
Wobei zu dem Thema Diebstahl, das hat sich eigentlich erledigt. Es wurde ein Update bei Land Rover gefahren, also mit den Schlüsseln, das ist überhaupt kein Problem mehr. Okay, das heißt, man kann die nicht mehr kopieren, so wie es früher mal war, wo man das gesehen hat. Die haben, glaube ich, dort den Zündschlüssel verlängert elektrisch. Und wenn ich dann im Eiscafé saß, dann konnte man das Auto aufmachen, das geht nicht mehr. Ja, und man konnte einen zusätzlichen Schlüssel einfach drauf programmieren. Das fällt mittlerweile flach. Man kann nur noch 2 Schlüssel drauf programmieren. Das heißt, wenn der Kunde einen Schlüssel verliert, muss das Steuergerät auch neu programmiert werden. Okay, das heißt, auch da geht es ja auch darum, ich sag mal, dass wenn ich so ein Fahrzeug habe, ich liebe es, ja, und gucke am nächsten Morgen dann auf die Straße. Ihr habt die Fälle gehabt auch bei euch? Wir haben auch bei uns die Fälle gehabt, dass 2 Autos vom Hof verschwunden sind. Ja, das passiert, aber das ist gut, das spricht fürs Auto. Die Fahrzeuge sind unglaublich beliebt. Kommt man dann denn wirklich durch im Gelände? Ja, auch die Geländefähigkeiten, die der Range Rover Sport besitzt, sind ja, wirklich sehr gut. Alle elektronischen Helferlines, die man im Gelände braucht, sind in dem Fahrzeug verbaut. Über Terrain Response System, Luftfederung, Differentialsperre, alles mit drin. Die Luftfeder ist Serie? Luftfederung ist serienmäßig, vorne und hinten, ja. Also für alle Leute, die nicht wissen, was eine Luftfederung ist, beschreibt doch mal bitte, was ist ein normales System, wie funktioniert eine Luftfeder? Also die Luftfederung im Gegensatz zum normalen Schraubenfahrwerk. Wir haben 2 Luftfederbälge, also vorne welche und hinten. Man sieht leider gar nichts. Man sieht es nicht. Wir können ihn dann mal nach oben fahren. Vielleicht sehen wir da ein kleines bisschen mehr. Mach mal bitte. Das ist interessant. Das heißt, die schweben auf Luft. Kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen. Ich starte mal gerade und mache die Tür dabei zu. Ja. Mal zu. So, auf das Interieur kommen wir gleich noch. Das ist spannend. Ein Bicolor Leder. Ja. So, von hier innen heben wir das Fahrzeug jetzt nach oben. So, der Kompressor läuft wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Oh ja. Ah, hier vorne sieht man so ein ganz kleines bisschen. Da hinten ist die Luftfeder. Es geht noch weiter hoch. Nee. Ist ja unglaublich. Krass, und jetzt sieht man die Luftfeder. Du hast nicht zu viel versprochen. Ich bin ganz begeistert. Das ist ja mal, das heißt, ich kann die Bodenfreiheit einstellen auch? Wir können die Bodenfreiheit über diese Luftfederung einstellen. Jetzt sind wir auf dem Geländeniveau. Das heißt, jetzt haben wir eine sensationelle Bodenfreiheit und er geht überall durch. Krass, ich habe gar keine Mühe hier. Also wenn ich das mal im Vergleich zum Rad sehe, ist ungefähr die Hälfte vom Rad als Bodenfreiheit. Auch die Überhänge, die sind sehr kurz. Das heißt also, die Rampenwinkel und Böschungswinkel sind toll. Auch das funktioniert beim Range Rover Sport durch diese Überhänge im Gelände wirklich gut. Ja, habt den ganz schön natürlich ausgestattet. Die Fahrzeuge sollen ja auch Lust machen auf etwas anderes als nur schwarz. Man muss es aber sehen, oder sonst klappt es nicht. Man muss es wirklich hier sehen. Schwarz wird natürlich sehr gerne genommen bei uns, aber hier haben wir jetzt mal Byron Blue, die Außenfarbe, ein Blau-Grau und innen drin mit dem Bicolor-Leder mit Tan und Schwarz gemischt. Stark, ihr habt ja vorne, warte mal, wenn du mal so lieb bist, mir mal gerade die Tür aufmachst. Ich halte mal kurz rein, dass man das mal sieht. Ihr habt hier vorne ähnlich wie so bei dem Leder so einen kleinen Zettel dran gemacht, wie beim Sofa. Ja, die Pflegehinweise, die haben wir da noch mit draufstehen. Es riecht total nach Leder, so als würdest du irgendwie so ein ganz neues Ledersofa kriegen. Ja, so, das ist wirklich bei Land Rover so. Das riecht auch nach 3 Jahren noch so. Boah, ist der schön. Ja, jetzt hat ein Kumpel von mir hat einen Rolls-Royce bekommen. Ich habe den Namen jetzt vergessen, wie er heißt. Ist das so die Liga so ein bisschen, wenn man drinnen fährt, man hört nichts? Ja, es ist ungefähr die Liga. Also wir sind schon hier im oberen Luxusbereich, was SUV-Markt angeht. Also wirklich komfortabel und geländegängig, alles in einem und sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Tata ist ja der Konzern, der dahinter steckt, stimmt das? Tata steckt jetzt dahinter bei Jaguar und bei Land Rover, das ist richtig. Die Spaltmaße sind schön? Ja, ich denke, das passt ganz gut. Indien ist das, oder? Indien. Sie werden aber nach wie vor in England produziert. Okay. Ja, da stellt ja direkt die Frage Brexit. Habt ihr es gemerkt? Wir haben es bis jetzt noch überhaupt nicht gemerkt und Jaguar Land Rover produziert ja teilweise auch schon am europäischen Festland. In Nitra wird schon der Defender und der Discovery 5 produziert und auch hier haben wir ohne weiteres noch Produktionsplätze. Ich denke so um die 350.000 Autos pro Jahr, die dort noch gebaut werden können. Von daher wollen wir mal hoffen, dass der Brexit keine Auswirkungen hat auf uns.
Das ist total schön. Das heißt also, das ist auch eine tolle Reiselimousine? Ja, das auch durch die Luftfederung und auch in Verbindung mit der Motorisierung kann man hier sehr bequem auf Reisen gehen. Ja, das Display vorne ist hochinteressant. Jetzt sehe ich die elektrische Reichweite, 12 Kilometer, Ladezustand 28%. Die Leute, die das Auto haben, das elektrische, laden die auch auf? Wie ist so eure Erfahrung? Ihr könnt ja alles auslesen, nehme ich an. Ja, der Vorteil bei dem Fahrzeug ist natürlich, dass man über die ganz normale Haushaltssteckdose laden können und dass er da hier über Nacht vollgeladen ist. Von daher kann das jeder eigentlich nutzen. Die Bremsenergie, wird die auch entsprechend verwertet? Es wird auch hier bei dem Fahrzeug teilweise Bremsenergie genutzt, um den Akku wieder einen Tick aufzuladen, ja, durch diese Rekorporation. So, und hier vorne habe ich die Lautsprecher drin. Gut, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber zu unterhalten. Ein tolles Soundsystem drin, oder? Ja. Meridian-Soundsystem mit 825 Watt. Das ist schon ein fantastisches Klangerlebnis, was Sie hier im Fahrzeug haben. Die entsprechenden Wettbewerber am Markt, wer spielt denn da so mit in den High-Class-SUVs? Ja, BMW X5, Mercedes, Audi Q7, das sind, denke ich, so die Konkurrenten, Porsche. Ja. Das ist aber schon so, ist doch was ganz anderes hier. Und das heißt, man hat schon so ein Stück Autogeschichte hier mit dem Auto. Ich denke da so an Afrika, Wüste, Daktari, so ein kleines bisschen. Das entspricht auch den Fahrzeugen, die können wirklich ins Gelände? Ja, also auch hier bei dem Range Rover Sport ist es natürlich ein Fahrzeug für die Straße, nichtsdestotrotz auch komplett fürs Gelände. Also der kann alles, was die anderen Land Rover Fahrzeuge auch können. Ja, du hast gerade eben angesprochen, ein Familienauto. Jetzt werden viele wieder schimpfen, werden sagen, so viel Geld hat doch keine Familie. Aber es ist so, es gibt ja Menschen, die gönnen sich sowas. Also ihr habt ganz viele Handwerker, die glaube ich, fahren auch, also die unterwegs sind. Und wenn man weiß, so praktisch ein Selbstständiger, das heißt nicht nur 3 Stunden arbeiten und dann golfen, sondern viele sind 10 Stunden, 12 Stunden unterwegs, dann ist natürlich sich da mal sowas zu gönnen, das geht. Und es ist natürlich auch von der Steuer absetzbar. Das heißt also, ich zahle weniger Steuern. Und ich sag mal, die Menschen, die das kaufen, das sind jetzt keine Abgehobenen, sondern das sind oft ganz normale Menschen, gell? Unsere Kunden sind wirklich ganz normale Kunden und auch der Handwerker fährt das Fahrzeug als geschäftlich. Ja, das ist wirklich kein Problem. Das geht auch bei dem Auto. Das heißt, das ist jetzt zwar Kult, aber ich denke mir, es ist schon eine echte Ikone. Ja, wenn du mal kurz hinten aufmachst, bitte. Das geht natürlich elektrisch, oder? Wenn du kurz mal den Schlüssel zeigst, sei mal so lieb. Da wird alles drüber bedient, öffnen, schließen, Kofferraum öffnen, elektrisch, auch Kofferraum schließen, elektrisch geht alles hier drüber. Boah, die Ladekante komplett eben. Das heißt, gut, die ist hoch, aber sie hat nicht zusätzlich noch eine Kante. Nö, also man kann trotzdem auch noch schön die Kiste Wasser, kann man noch vernünftig hier reinheben. So, da ist ein Griff. Was ist drunter? Gut, aufgrund vom Hybrid haben wir jetzt hier nicht viel drunter. Hier haben wir jetzt nur noch ein kleines Fach für das Reifenreparaturset, Warndreieck. Verbandskasten, alles, was man so noch hat, können wir da verstauen. Gut, ein Reifen kann immer mal platt werden. Die meisten Reifen, die zerbersten aber nicht komplett. Die kriegt man eigentlich gut geflickt mit so einem Kit, oder? Die kriegt man mit diesem Reifenreparaturset wirklich gut geflickt und dann können wir auf jeden Fall mit 80 km/h bis in die nächste Werkstatt fahren. Muss man aber oft nicht, denn viele haben ja so eine Mobilitätsgarantie, die ist auch hier dabei? Bei uns hat das Fahrzeug 3 Jahre Garantie ab Erstzulassung, europaweite Mobilitätsgarantie und da ist natürlich in so einem Fall wäre das auch alles abgedeckt. Und wenn ich jetzt gar keine Lust habe, so das Klebemittel reinzujagen, da ist so ein kleiner Koffer, was kann der? Da ist das Ladekabel drin. Echt? Leder? Lederkoffer, jawohl. So, da sieht man 230 Volt. Schnellladen macht, glaube ich, wenig Sinn. Es würde gehen. Gibt es ein Schnellladekabel? Es gibt auch ein Schnellladekabel dafür, aber das macht eigentlich wenig Sinn, weil über Nacht an der normalen Steckdose, Haushaltssteckdose, ist er dann voll. So, und auf der zweiten Seite ist das normale Ladekabel, was man kennt. Der Stecker, meine ich? Nee, hier drüben der weiße, meine ich? Das ist jetzt für die... Das ist der ganz normale, den man auch kennt. Der normale, den man für vorne, für die Elektrik kennt. Das heißt, ich könnte ihn auch laden beim Aldi, theoretisch. Genau, wenn wir draußen einen normalen Stecker haben, geht das. Oder egal wo. Ja, das Schöne ist ja hierbei, ich habe einen Benzintank mit dabei. Das heißt, das Thema German Angst, Reichweitenangst, das ist ja nicht so einfach so dahergesagt. Das heißt, ihr habt ja viele Leute, die viel unterwegs sind da mit den Autos und man muss sich ja teilweise, wenn man jetzt so ein Fahrzeug hat, einen Tesla und so, schon ein bisschen vorbereiten. Das lernt man zwar, aber dann gibt es dann doch die Tour, wenn ich dann sage, ich muss mal nach Hamburg. Ja, oder wenn tagtäglich irgendeine Fahrt dazwischen kommt, einfach wenn der Handwerker in Frankfurt eine Baustelle hat und es kommt noch ein Termin dazwischen, dann bin ich hier einfach flexibler mit dem Benzinmotor, weil dann brauche ich nicht nur auf die elektrische Reichweite zu schauen.
Das ist auch nicht mehr so wie früher. Also dass man, wenn der jetzt so 2,5 Tonnen wiegt, dann mit Spritverbräuchen von 15 bis 20 Liter rechnen muss. Nee, die Turbotechnik. Das haben wir hier nicht mehr. Also ich denke, dass bei den Benzinmotor kann man auch mit 10 Liter fahren. Das ist wirklich in Ordnung. Bei 2,5 Tonnen Anhängelast. Ich glaube, ein großes Plus bei den Autos, die können richtig ziehen. Wir haben hier eine Anhängelast von 3,5 Tonnen. 3,5 Tonnen. Da muss man bei vielen Autos schon lange suchen, denn aufgrund natürlich CO2 und Co. sind ganz viele Anhängerlasten zurückgegangen. Und das Fahrzeuggewicht, das Fahrzeug wiegt einiges, das ist natürlich auch noch toll. Das heißt, wenn ich hier ein Pferd ziehe oder irgendwas, ich nehme an, ihr habt viele, die vielleicht ein Boot haben, ein Pferd oder irgendwas Schweres hinten dran, das Auto liegt satt auf der Straße? Das Auto liegt satt auf der Straße. In Verbindung auch wieder mit dieser Luftfederung hat mein Anhängergespann immer ein Niveau. Und dadurch sind wir sehr sicher auch unterwegs oder auch mit einem Wohnwagen. Das ist sehr sicher. Also Luftfeder unbedingt probieren. Also wenn noch nie Luftfeder gefahren ist, unbedingt mal fahren. Denn man kann das mit Worten gar nicht beschreiben. Also es ist wirklich so, du hast eine Straßenlage, die ist phänomenal. Ja, einmal natürlich Komfort und aber auch knackig, um sportlich damit unterwegs zu sein. Ja, und ich kann es einstellen. Ich kann zum Beispiel wie hier jetzt vorne, das ist ja schon krass hier, die Bodenfreiheit jetzt. Das heißt, wenn ich vorne drauf fahre, jetzt kann ich schon fast runter gucken. Gerade eben war er sportlich unterwegs, nebenan ziemlich weit unten dann. Das war die B- und Entladeposition, das war dann ganz unten und jetzt haben wir das Geländeniveau eingestellt, ja. Genau, wenn du mal so lieb bist, steig mal ein auf der anderen Seite. Ich komme mal, mach mal auf. Aber was auch toll ist, ist so das reduzierte Design hier in der Tür. Das ist alles hier beledert, bepolstert, gemacht, getan. Ich bleib mal hier draußen. Das Bicolor, das ist schon schön, oder? Ja, es ist mal was anderes. Nicht nur schwarz. Einen schwarzen Dachhimmel haben wir aber drin, aus Premium Velour. Ganz fantastisches Material. Und das dann in Verbindung mit dem schwarzen Leder auf dem Armaturenbrett. Ich glaube, das Velour, das fühlt sich an wie Wildleder, ist aber im Prinzip eine Mikrofaser, sehr leicht zu reinigen. Ja, es fühlt sich an wie das Wildleder. Das, bei Porsche heißt es Alcantara, das dürfen wir nicht sagen. Bei uns ist das Premium Velour, nennt sich das bei uns. So, ich zeige mal gerade das Schiebedach. Ist ein Schiebedach? Nee. Das ist jetzt nur ein Panorama-Glas. Nur. Gibt es aber auch als Schiebedach. Und wir können das Rollo auf und zuschieben. Unvorstellbar, wie groß das ist. Ich zeig's mal gerade. Das ist so groß wie das ganze Auto fast. Das heißt, das kann ich zufahren und habe dann natürlich hier bei so einer tristen Jahreszeit wie jetzt im Winter habe ich viel mehr Licht im Auto. Viel mehr Licht im Fahrzeug, richtig. Und das macht natürlich auf das Gesamtgemüt ist Wahnsinn. Also was das ausmacht, wenn es nicht so dunkel ist. Ja, das gibt dieses Helligkeitsgefühl hier drin, auch ein ganz anderes Raumgefühl einfach. Ja gut, jetzt sind wir hier drin, kommt das nicht so rein. Ja, wenn du mal so lieb bist, steig mal hinten ein. Ich will mal zeigen, also hier hinten sitzt man jetzt nicht zwingend schlechter. Das ist ja auch teilweise bei Porsche so, die sagen, dass also die Leute im Fond sollen sich genauso fühlen wie vorne. Es gibt wahrscheinlich einige, die sitzen auch mal gern hinten, oder? Ja, also man hat hier eine ordentliche Beinfreiheit, wie man sieht. Der Sitz vorne war eigentlich so eingestellt, dass er schon fast für mich zu weit hinten war. Und ich sitze jetzt hier super, super bequem mit einer tollen Kopfstütze, einer Mittelarmlehne, die man hier rausfahren kann. Der hat jetzt 4 Sitzplätze? Das sind 5-Sitzer. 5-Sitzer, okay. Weil das ist, okay, ich sehe es. Hier haben wir noch den 3-Punkt-Gurt für die Mitte. Auch das funktioniert. Isofix auf beiden Seiten natürlich. Isofix auf beiden Seiten. Hier unten mit drin. Gibt es auch die Möglichkeit, den mit noch mehr Sitzen auszustatten? Nein, das Fahrzeug haben wir hier jetzt nur als 5-Sitzer. Schön. Hier habe ich noch ein bisschen was. Wahrscheinlich die Temperatur kann ich noch mal gesondert einstellen hinten. Genau, die Klimaautomatik kann man auch hier hinten drüber einstellen. Gibt es auch mit 4 Zonen Klimaautomatik. Sitzheizung hinten. Ist die sperrbar? Sperrbar, die Knöpfe hinten? Kann man die sperren? Von vorne nein. Nein, okay. Ja, mein Sohn ist 8, deswegen komme ich immer dran. Ja, schön. Ja, steig doch mal vorne ein, bitte. Da ist das Schild Range Rover. Die Sitze sind wahrscheinlich auch belüftet. Ja, belüftet, 20-fach elektrisch verstellbar mit Massagefunktion. Mit Massage? Ja. Was ist damit gemeint, Massage? Ja, es wird über Luftpolster, hinten wird das rausgepolstert. Ach so, damit massiert während der Fahrt. Genau. Der Vorteil ist dann, wenn ich dann aufstehe, das wird dann leicht durchblutet hinten der Rücken. Das heißt, ich fühle mich dann nicht so gerädert, wenn ich lange ankomme. Ja, ich steige wesentlich entspannter
aus nach längeren Fahrten. Du merkst, also es gibt viele Leute, die hier zugucken und sagen, mein Gott, wer braucht denn sowas? Aber es ist so, wenn ich dann wirklich jeden Tag so 5-6 Stunden unterwegs bin, dann spürt man das, wie man ankommt, oder? Auf jeden Fall, da merkt man den Unterschied. Das nenne ich ja mal eine Mittelkonsole, oder? Ja, eine schöne breite Mittelkonsole vermittelt das Gefühl von Sportlichkeit, dass das Fahrzeug um einen herum gebaut ist. Sehr breit. Mach mal bitte an. Ich will mal sehen. Wahrscheinlich das Schwarze ist ein Display. Ach, vorne ein volles. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Warte mal gerade. Ich muss mal gerade das Display zeigen. So sieht übrigens der Scheinwerfer hinten aus. So, mal ein bisschen Abstand halten. Das ist das Display. Das Voll-TFT-Display, wo man ja sämtliche Informationen sich hier anzeigen lassen kann. Man kann das Kartendesign vorne komplett über das ganze Display sich anzeigen lassen, kann verschiedene individuelle Wünsche da hinterlegen mit dem Tacho oder mit dem Drehzahlmesser. Kann man wirklich komplett einstellen. Ich nehme an, auch das Auto kann ich per Software-Update, auch die Motorelektronik updaten. Geht das? Ja, über die SIM-Karte, die hier verbaut ist, kann man jederzeit Software over the air kann man das abrufen. Ich kann auch sehen, wo das Auto ist. Sie sehen über eine App, wo das Fahrzeug sich befindet. Jawohl. So, ich komme mal rüber zu dir. Da unten, da sind die Einstellmöglichkeiten. Da geht alles, oder? Hier geht alles über die Auflage, die Beinauflage vorne, Lordosenstütze, Kopfstütze elektrisch. Okay, verstanden. Das geht alles. Ich zeige mal gerade. So, dann wäre ja Land Rover nicht Land Rover, wenn sie noch ein großes Display. Oh mein Gott, da ist ja noch ein Display hier unten. Ja, wir haben jetzt ein zweites Display hier unten auch noch mit angebracht, wo man die Klimaeinstellung, die Sitzeinstellung, hier sehen Sie zum Beispiel die Massageeinstellungen, die wir hier drüber haben, wo ich verschiedene Modus auswählen kann. Stark, oder? Ja. Fahrzeugeinstellungen mit den altbekannten Land Rover Einstellungen, das Terrain Response System, wo man die Fahrbahnuntergründe einstellen kann, von dynamisch, das macht jetzt natürlich nicht, über Gras, Schotter, Schnee, Schlamm, Sand, Felsengriechen, also sämtliche Fahrbahnuntergründe wähle ich hier im Fahrzeug aus und dann wird der Allrad, die Motorleistung, die Getriebeleistung dementsprechend dann angepasst. Was schön ist, dass man das Mediensystem von beiden Seiten gut bedienen kann. Das ist wahrscheinlich, in England wird das Fahrzeug ja als Rechtslenker gestellt. Jetzt als Rechtslenker verkauft, ja. So ist es so und deswegen haben sie es gespiegelt. Aber beim Rechtslenker ist wahrscheinlich die Schaltkulisse dann weiter rechts, oder? Genau, die ist dann auf der anderen Seite. Gott. Ja, cool. Ja, großes Thema Fahrtraining. Wer so ein Auto hat, muss nicht fahren können, denn es hat unglaublich viele elektronische Helferlein, die, ich sag mal, wir haben es eben gesehen, Terrain und so weiter, aber er bietet die Möglichkeit, man kann Sperren reinhauen, dass das Ding komplett zu wird, oder? Wir haben eine elektronische Mittendifferential, die ist serienmäßig verbaut und gegen Aufpreis könnte man auch noch eine Hinterachssperre dazu bestellen, was aber nicht unbedingt um die 900 Euro. Um die 900 Euro. Ja, da also kann nicht unbedingt benötigt wird. Nicht unbedingt. Habt ihr das jemals verkauft? Ja, schon für die richtig ins Gelände gehen, da macht es schon Sinn. Aber der Otto-Normalverbraucher, das funktioniert so. So, mach mal vorne auf, bitte. Mal ins Herzstück mal reingucken. Boah, die Motorhaube, genau, wenn du dich mal gerade da hinstellst, mal stehen bleibst. Du gehst fast komplett unter. Das ist. Wir haben ihn ja angehoben jetzt. Wir haben ihn ja angehoben jetzt. Also deswegen, okay, stimmt. Das macht aber viel aus, die paar Zentimeter, oder? Ja, 8 Zentimeter, das macht natürlich noch ein bisschen was aus. Genau, wenn du mal so lieb bist, ihn noch mal runterlässt. Ich muss das noch mal zeigen. Schön zumachen dabei. Ja, gerne. Es ist so beeindruckend, aber die 8 Zentimeter, das sieht deutlich mehr aus. Die Luftfederung. So, ab geht's natürlich ein bisschen schneller. Das ist ja total krass, was das ausmacht, weil man denkt so, ach, das sind ja nur 8 cm. Nee. Ja, das macht schon ein bisschen was aus. Jetzt haben wir die Position zum B- und Entladen. Fährt sich automatisch in diese Position rein, nachdem das Fahrzeug dann auch abgestellt ist. Ja, früher hat man englischen Fahrzeugen nachgesagt, du weißt, was ich meine, sie würden öfter mal liegen bleiben. Bleiben die liegen oft? Die bleiben nicht liegen und wenn wirklich, dann haben wir ja wie gesagt europaweite Mobilitätsgarantie und dann ist es
auch überhaupt kein Thema. Gut, das ist jetzt natürlich auch ein Produkt voller Technik, aber es funktioniert, das ist so das Feedback, aber das Thema Marderschutz bietet ihr auch an. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit zum Beispiel, wenn der jetzt oft mal draußen steht und ich bin jetzt im ländlichen Bereich, wobei die können überall kommen, die lieben schon ein Kabel. Oder? Ja, das kann man sowas nachrüsten, dass das auch noch ein bisschen zusätzlich geschützt wird vor Marder. Ja. Unterbodenschutz geht auch. Das heißt, wenn ich jetzt ins harte Gelände gehe, kann ich das bei euch bestellen, dass ich das noch ein bisschen schöner haben möchte? Wir könnten über Zubehörlieferanten können wir den Unterboden noch komplett mit Alublech verkleiden, dass da wirklich nichts passiert. Das geht. Also es gibt für das Auto, glaube ich, nichts, was es nicht gibt an Zubehör. Unglaublich tolles Auto. Ich verweise dazu übrigens noch auf ein Video, was wir über diesen hier gedreht haben, der vom Preisbereich her losgeht, so um die 50.000 Euro. Was ist das für einer? Das ist der Defender, der neue Land Rover Defender 110. Das Fahrzeug ist jetzt seit März 2020 am Markt und beginnt in der 110-Variante bei 54.000 Euro. So, und das ist jetzt der 110er und das ist jetzt, ich sag mal, eine andere Klasse, wobei die Defender ist ja gebaut worden jetzt für beides. Das heißt, ich kann den ganz bequem auf der Straße bewegen, aber auch voll im Gelände. Das hier ist aber eher so, ich sag mal, ein Auto für Schlechtwege, kann man das sagen? Ja, das ist eher für Schlechtwege oder natürlich für die Straße, fürs ganz grobe Gelände. Er geht durch, aber wird natürlich wenig genutzt, aufgrund von, dass alle Flächen lackiert sind und alles sehr, sehr hochwertig gestaltet ist. Sehr schön. Ja, wenn ich Interesse habe, das Thema Erleben ist ja ganz wichtig. In der heutigen Zeit Elektroantrieb, also kein Problem mehr, geht. Da wird man wahrscheinlich noch einiges hören, denn auch die Batterietechnik wird immer jetzt effizienter. Soll ja, ich glaube, was man so liest, so 23 soll die entsprechende Kapazität pro Volumeneinheit stark steigen. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen, oder? Ja, ich denke, die nächsten Jahre, das Thema Elektro oder Hybrid, das wird uns die nächsten Jahre total begleiten. Wichtig ist, das zu erfahren bei einer Probefahrt, wirklich sich da ein Bild drüber zu machen. Ja, am besten Probe fahren, denn kann ich denn hier sagen, ich möchte rein elektrisch fahren, es sei denn, ich mache jetzt einen Kickdown? Wir können hier das einstellen, dass wir rein elektrisch fahren. Man kann es auch umgekehrt einstellen, dass wir sagen, wir fahren von hier bis zur Stadt mit Benzinmotor, dass wir die Elektro-Variante komplett wegschalten und erst vor der Stadt oder in der Stadt dann rein elektrisch fahren. Das funktioniert. Sehr schön. Wenn du den gerade nochmal zumachst, bitte. Das war so fürs Abschlussbild. Nicht die geplatzte Matratze zeigen, sondern das ist ja normalerweise so der Ort, wie man ihn so kennt. Thema Tiefgaragenhöhe. Auf was sind wir hier? Von der Höhe her haben wir knapp über 1,90 Meter, das ist kein Problem. Okay, gar kein Problem. Gar kein Problem. T6 bei mir hat 2,04 Meter, weil die Markise noch dran war, ist ein Problem. Das könnte dann schon eng werden, das haben wir hier nicht das Problem. Also ich kann es ja noch runterfahren zur Not, ja, aber wobei, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber sehr interessant. Die Breite ist sehr breit, also es gefällt mir wirklich gut. Wenn ich Interesse habe, Sorg, ihr seid ein großer Range Rover Partner, kann man das sagen in Deutschland? Wir sind Jaguar und Range Rover, Land Rover Partner seit 1999 schon. In Fulda, im Herzen von Deutschlands, mittig gelegen. Ja. Ihr habt Kunden aus ganz Deutschland, also nicht nur jetzt, weil die Fahrzeuge auch natürlich im Netz stehen, sondern ihr habt euch einen guten Namen geschaffen, deutschlandweit. Die Kunden kommen von überall her, oder? Ja, wir liefern bis nach Sylt hoch oder auch bis nach München runter, haben wir sehr viele Kunden, zu denen wir sehr guten Kontakt halten und auch Fahrzeuge dahin liefern. Ja, ihr seid Ford-Händler seit, ich glaube, 90 Jahren. Seit 92 Jahren mittlerweile sind wir Ford-Händler, bei Jaguar Land Rover nicht ganz so lang. Ja. Seit 92 Jahren, ja. Da vorne ist nämlich ein ganz großer Ford-Bereich. Ich kann mich mal daran erinnern, die waren mal zusammen, Ford und Range Rover, oder wie war das? Nach der BMW-Zeit hat Ford Jaguar Land Rover übernommen, bevor es dann in 2009 zu Tata ging. Tata, ein Riesenladen, also fast wie Samsung, muss man sagen. Ich glaube, ein Weltkonzern, oder? Ja, ein riesiger indischer Konzern oder generell weltweit tätig. Ich glaube, das hat den beiden Marken sehr gut getan. Die bauen das ja auch nicht selber, sondern ich sag mal, da sind Zulieferer dabei. Heute kauft man ja Baukästen ein, Ingenieure kauft man ein. Also ich habe gerade heute das Glück gehabt, in Fulda gibt es eine ganz große Ingenieursfirma, die es hier gibt. Name nochmal, wie ist sie? Die Firma EDAG. EDAG, genau, die teilweise sowas wie jetzt, vielleicht den nicht, aber ich sag mal, ansonsten kauft man das so ähnlich wie beim E-Bike ein, ja, die Schaltung von dem, das und das und das, aber trotzdem, das ist jetzt ein echter Range Rover, also du würdest auch sagen, das geht auf in der Historie. Ja, das ist ein richtiger Land Rover, also das passt.
Dankeschön. Ja, deine Rufnummer, wenn man Probefahrt machen möchte? Die 0661 49 50 851. Ja, nochmal bitte. 0661 49 50 851. So, da steht er. So, und das ist das Angebot. Range Rover Sport P400 HSE Dynamic. Und wie er hier steht, für 110.790 €, kann natürlich auch finanziert werden, in Zahlung genommen werden und so weiter. Und das sind nochmal die Verbrauchswerte von dem Fahrzeug. Und CO2-Effizienzklasse, das liest man gerne A+. Und der würde dann auch ein E-Kennzeichen bekommen können. Das Fahrzeug kann man dann mit E-Kennzeichen ausstatten. Ja, unser Vorführwagen hat auch ein E-Kennzeichen. Sehr schön. Dankeschön. Danke.